Bist du auf der Suche nach einem 7-Sitzer Land Rover, dann ist wahrscheinlich der Defender ganz oben auf deiner Liste. Heute werde ich aber zeigen, dass es im Katalog von Land Rover etwas gibt, das allenfalls praktischer, schöner und ganz so gut Offroad ist. Herzlich willkommen zum Emil Frey Car Review. Heute der Land Rover Discovery. Bevor ich dir aber zeige, was der Discovery besser macht wie der Defender, abonniere unseren Kanal, like das Video, wenn es dir gefallen hat und schreibe uns in die Kommentare, welche Auto du als nächstes sehen willst. Mir ist bewusst, dass der Discovery nicht mehr das neueste Modell bei Land Rover ist und bräuchte vielleicht auch wieder mal eine Modellpflege. Mir ist sich auch nicht sicher, ob es noch eine neue Version wird geben, Discovery 6 zum Beispiel, weil er sich eben einfach nicht gut verkauft. Unter anderem wegen dieser asymmetrischen Heckklappe, obwohl die mir persönlich sehr gut gefällt, weil 95% der Autos auf der Straße sind symmetrisch und fällst einfach auf, wenn du nicht symmetrisch bist. Wieso das aber der Discovery für dich allenfalls genau jetzt noch ein guter Kauf ist, eben, vielleicht gibt es ihn ja bald nicht mehr, das werde ich dir heute zeigen und vor allem, wieso das eigentlich das bessere Auto ist wie der Defender. Beim Interior sind wir ziemlich genau in der Mitte zwischen Defender und Range Rover. Wir sind luxuriöser wie im Defender, weniger Offroad, gängig, weniger puristisches Interior, aber doch nicht ganz so viel Leder und so viel Plastikmaterialien wie im Range Rover. Die Sitzposition ist für mich ein absolutes Highlight. Wahnsinnig bequem, super weit oben. Also man schaut eigentlich auf alle Autos oben runter im Schweizer Straßenverkehr. Also wirklich toll für einen SUV so weit oben zu hocken. Ich sehe super raus. Ich habe ein schön grosses Lenkrad vor mir mit metalligen Schaltwippen, finde ich ein sehr schönes Feature. Ich habe vor mir ein Digital Driver Display, jetzt in dieser Version noch mit Head-Up Display. Auf der rechten Seite das Infotainment. Das Infotainment ist schön aufgeräumt, ist einfach zum Bedienen, hat eigentlich alle notwendigen Features, die man braucht. Unten dran, ein weiteres Highlight finde ich die Klimasteuerung. Die ist einfach super gelöst. Ich habe 2 Rädchen, wo ich die Temperatur einstellen kann. Wenn ich es reindrücke, kann ich die Sitzheizung und die Sitzkühlung bedienen. Und wenn ich ihn rausziehe, die Stärke der Lüfter. Perfekt gelöst. In der Mitte haben wir noch ein paar touch-sensitive Knöpfe. Da muss man einfach ein bisschen fester drücken, wie man denkt, aber funktioniert eigentlich auch gut. Und noch ein cooles Feature: wenn ich den Knopf drücke, kommt hinten dran ein verstecktes Fach führen, wo ich zum Beispiel in das Portemonnaie oder das Handy rein tun kann, wenn ich mal nicht will, dass es gesehen wird. Also viele coole Features hier in der Mitte. Dann unterhalb der Klimasteuerung haben wir eine induktive Ladeschale, nachher einen Gangwahlhebel, dahinter den Knopf zum Offroad-Modi einstellen, 2 grosse Cup-Holders plus noch ein zusätzliches Fach unten dran. Dann in der Mittelkonsole haben wir ein Schlüsselfächchen und darunter noch, je nach Konfiguration, ein Kühler, der wirklich bis zu fast gefrierend geht. Also da kannst du deine Getränke super kühlen. Dann haben wir zusätzlich viel Ablagefläche mit einem zweiteilten Handschuhfach. Oben dran Platz, unten dran Platz und in den Türen haben wir auch nochmal wahnsinnig viel Ablagefläche. Bevor wir hintergehen, noch ein paar Worte zu den Sitz. Wie gesagt, sehr, sehr bequem, vor allem mit dem zweifarbigen Leder sieht es super luxuriös aus. Wir haben eine Armlehne, wie wir vom Range Rover kennen. Wir haben Kopfstützen, die wir separat einstellen können, wie in einem Flugzeug. Auf, runter, alles einstellbar. Plus, wenn man richtig konfiguriert, hat man noch Massagefunktion drin. Dann, wie sieht es auf der zweiten Sitzreihe aus? Wir haben wieder sehr viel Komfort, weil das Auto ja so breit ist, kann man da locker das dritte als Erwachsene hocken. Wir haben wieder Klimaeinstellungsmöglichkeiten, Sitzheizung drin, je nach Konfiguration und ganz viele verschiedene Lademöglichkeiten. Dann, ich habe sehr viel Kopffreiheit, Beinfreiheit mit 1,88, der Sitz ist auf mich eingestellt. Könnte man mehr erwarten in so einem grossen Auto. Der Grund ist aber wegen der dritten Sitzreihe. Und die schauen wir jetzt an. In der hinteren Sitzreihe habe ich nämlich so viel Platz, sogar als Erwachsener. Ich habe genug Kopffreiheit. Wenn die vor mir ein bisschen vorfahren mit dem Sitz, kann ich da tiptop sitzen. Und wenn man noch die richtige Konfiguration hat, hat man sogar auf der dritten Sitzreihe Sitzheizung. Wie luxuriös ist das? Im Vergleich zum Defender haben wir eine klassische Heckklappe, die gegen oben aufmacht. Mit der dritten Sitzreihe hier oben natürlich nicht wahnsinnig viel Platz. Da bist du jetzt beim Defender 130 oder einem BMW X7 besser bedient vom Platz her.
Obwohl in denen, würde ich sagen, etwa gleich viel Platz auf der dritten Sitzreihe hast. Wenn die dritte Sitzreihe drinnen ist, haben wir über 980 Liter Kofferraumvolumen. Und wenn ich dann die zweite Sitzreihe auch noch ablege, haben wir wirklich einen halben Lieferwagen mit 2000 Liter Kofferraumvolumen. Was auch cool ist, im Vergleich zum Discovery 4, dem Vorgänger, haben wir nicht mehr eine zweiteilige Heckklappe, dafür aber eine Art Sitzbank, die perfekt ist, um irgendwie die Schuhe oder so abziehen, wenn man gerade im Wald unterwegs ist. Plus, mit der Luftfederung kann ich von da hinten das Auto absenken oder halt auch ganz weit rauffahren. Und es geht wirklich weit rauf. Der Discovery, den wir heute haben, hat D300-Motorisierung, sprich 300 PS, 650 Newtonmeter und 6,8 Sekunden von 0 auf 100. Eigentlich alle Performance, die man braucht für so einen grossen SUV. Zusätzlich gibt es eine D250-Version mit 250 PS und die stärkste eine D350 mit 350 PS. Der 3 Liter Reihe 6-Zylinder ist so unglaublich smooth. Zusammen kombiniert mit dem 8-Gang-Schaltgetriebe ist es so ein angenehmes Fahren. Unten raus hat er ordentlich Bums und ist einfach ist halt mal nicht so ein wahnsinnig moderner Motor. Wir haben da nicht überhybridisiert oder tiefen Hubraum oder so, sondern es ist wirklich noch ein kräftiger Dieselmotor. Macht Spass. Das Handling ist wirklich ein Traum. Es ist so angenehm zum Fahren. Die Lenkung ist zwar direkt, aber man merkt, der fährt relativ schnell an von schaukeln. Unter anderem wegen dem Leergewicht von 2,4 Tonnen ist natürlich wirklich kein Leichtgewicht. Plus, er versteckt sein Gewicht überhaupt nicht. Sprich, man merkt, man ist in einem schweren, grossen Auto. Aber das gefällt mir bei dieser Art von Auto. Schlussendlich hocke ich da weit oben. Ich will mich irgendwo durch so in einem grossen Wagen fühlen. Wenn ich schon so ein Teil habe, dann muss ich nicht, dass es sich anfühlt wie ein Sportwagen, sondern ich spüre wirklich das Gewicht herum. Und das macht er gut. Das Handling ist, würde ich sagen, genug präzise für den Alltag. Und auch das Aufschwanken ist nicht irgendwie unangenehm oder so. Von dem her wirklich sehr, sehr angenehm zum Fahren. Zusätzlich ist der Discovery ein absoluter Packkessel. Wir haben 3,5 Tonnen Anhängelast, 125 kg Dachlast, 125 kg Stützlast, was dazu führt, dass wir schlussendlich, wenn wir einen Anhänger angemacht haben, plus die maximale Nutzlast vom Discovery ausreizen, haben wir nachher ein Gespann, das 6,8 Tonnen schwer ist. Das ist ja schon wirklich fast ein Lastwagen. Also für Leute, die viel ziehen müssen, zusätzlich ein bequemes Interieur haben und sonst eine angenehme Fahrt, ist der Discovery eine absolute Topwahl. Und was er zudem auch noch kann, ist Offroaden. Klar, wir können es jetzt heute nicht effektiv testen, aber ich habe ein paar Fakten dazu, die das unterstreichen sollten. 28,3 cm Bodenfreiheit, bis zu 45 Grad maximale Steigung, die man hochklettern kann. Wir haben 90 cm Wattiefe, was enorm viel ist, vor allem im Vergleich zu der Konkurrenz. Aber ich glaube schlussendlich, wenn wir so einen schönen Lack und so grosse Felgen haben, geht man wahrscheinlich eher nicht Offroad. Aber man weiss, wir können es definitiv mit dem Auto machen. Wir haben nämlich ganz viele verschiedene Offroad-Modi, die noch helfen werden dazu. Da machen wir aber noch ein separates Erklärvideo. Das werdet ihr dann auf unserem Kanal auch noch finden. Wo der Discovery aber leider nicht so glänzen kann, ist in den Assistenzsystemen. Wir haben zwar alle gängigen Assistenzsysteme, die wir drin haben, adaptiven Tempomat und Lane Keep Assist. Was ich aber aus Erfahrung kann sagen, der adaptive Tempomat auf dem tiefsten Setting ist sehr hysterisch. Sprich, wenn man mal einen grossen Abstand hat oder sich eine Lücke auftut, beschleunigt er sehr stark und hankerum, wenn man auf eine Kolonne so auffährt, bremst er enorm stark, um den Abstand sozusagen einzuhalten. Also, es ist nicht der angenehmste adaptive Tempomat, aber wenn man da ein bisschen, den Abstand grösser einstellt, ist es tipptopp. Der Lane Keep Assist ist auch nicht on par mit der Konkurrenz. Also, das ist aber natürlich auch ein bisschen am Alter des Modells geschuldet und dass man da sicher nicht mehr die neuesten Assistenzsysteme rein tun kann. Aber für den Alltag lange es. Das muss man einfach im Kopf behalten. Man hat da nicht topmoderne Assistenzsysteme wie vielleicht bei der Konkurrenz. Abschliessend kann man sagen, dass der Discovery leider wirklich das überschaute Kind in der Land Rover Modellfamilie ist. Aus meiner Sicht nicht berechtigt, weil ich habe ja heute eben das ganze Video davon geschwärmt, was er alles super macht und wie bequem er ist und so weiter. Preislich, dort hat es aber einen Haken. Das Auto fährt bei 96.600 Franken an. Und das ist im Vergleich zur deutschen Konkurrenz natürlich schon eher am oberen Ende. Aber mit der Information, die wir bekommen haben, dass sich das Auto
nicht so gut verkauft und er ja jetzt eben auch nicht mehr das neueste Modell ist, gibt es vielleicht sehr spannende Deals, die ihr bei eurem Händler könnt, aushandeln könnt. Ich glaube, mit dieser Information lassen wir es. Abonniert den Kanal und schaut nächste Woche wieder rein und ich hoffe, dann habt ihr euch ein Discovery geholt.